Willkommen zurück, Freunde. Dennis hier, aka Fragrance Talk. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ja, ich habe doch noch ein Video gemacht oder ich mache jetzt hier noch einen für euch, obwohl ich ja, wie gesagt, eine Gehirnentzündung hatte. Ich wollte eigentlich nur ein Video diese Woche machen, aber weil Düfte der Woche ausfallen, haue ich euch jetzt ein schönes Video raus. Aber bevor ich damit anfange, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf diesem Kanal sind, abonniert diesen Kanal. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Warum solltet ihr das machen? Schaut meine Playlist an, die ganzen Videos, dann wisst ihr, warum ihr hier bleiben sollt. So Leute, ja, es wird jetzt sehr interessant. Der neue Duft von Parfums de Marly, Halte ist da. So, ja, sehr, sehr nice. Ich muss jetzt nicht so Flakon sagen, ich finde die immer hammergut und die sind hammergut. Ist es aber wieder so typischer Parfums de Marly, der einfach da ist, der einfach geliebt wird, schafft er es oder nicht, das erzähle ich euch gleich. Und ich werde auch den Vergleich mit den Initio Oud for Greatness mit euch machen, weil die beiden verglichen werden gern miteinander, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. So, ich habe sie beide tatsächlich an dem Tag, wo das mit meinem Kopf besser wurde oder beziehungsweise um einiges besser war, habe ich beide mit einem Sprüher links und rechts getestet. Das ist das Einzige, was ich diese Woche wirklich gemacht habe an Tests. Und es ist sehr interessant. Also, ihr kennt ja, und ich sage ja, oder ich erzähle euch ja keinen Mist. Das mit dem Vergleich, ich habe hier auch mal beide Inhaltsstoffe diesmal hier liegen, weil ich will die mal direkt vergleichen, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Weil Leute ja immer sagen, die riechen sehr, 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 sehr ähnlich. So, fangen wir aber erstmal mit den neuen Halte an. So, erstmal, ich finde ihn nice. So. Er haut so ein bisschen gleich mit so ein bisschen Öliges im Hintergrund. Ich bin der Meinung, das Oud, was ja eigentlich erst in der Basisnote kommt, ist schon in der, man merkt es schon am Anfang. Bergamotte und auch Lavendel ist auf jeden Fall in der Kopfnote gleich drin. Wer Lavendel nicht mag und Oud sollte, ist gleich raus. So. Das ist so, ne? Weil das ist hier schon drin. Bergamotte, ja, ist da, aber schon ein bisschen ölig, finde ich, durch das Oud. Das ist meine Meinung. Und ja, es ist einfach ein holzig-würziger Duft geworden. So, ich finde ihn gelungen. Oud, Safran, Lavendel und dazu eine ja, frische oder fruchtige Frische. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Der ist gut. Die DNA vom 5. Marly, die man so irgendwie in meinem Kopf hat, die ist hier ein bisschen zurückgezogen, finde ich diesmal. Ich müsste lügen, ob ich da so diesen, ja, in der Frische vielleicht ist sie zu finden, aber sonst nicht. Haltbarkeit ist wirklich gut, also da ist man schon bei guten 10, 11 Stunden. Die Silage allerdings ist so ein bisschen ruhiger nach. Na, was heißt, also ganz ehrlich, es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Bei mir war es wirklich nach 6 Stunden immer gut wahrnehmbar. Ich habe allerdings, sorry, den Oud for Greatness auf der anderen Seite gehabt. Vielleicht sollte man die mal irgendwann mal leiern, wie auch immer, layern. Sorry, mein Kopf ist, das ist echt, ich sagte das ja schon in meinem vorigen Video. Ihr glaubt nicht, wie man mit einer Gehirnentzündung aus dem Leben geschossen wird. Da muss man erstmal vor allen Dingen das Licht und so weiter erstmal wieder richtig gut klarkommen. Ja, ich habe beide. Vielleicht sollte man die mal übereinander tragen. Das könnte auch ganz interessant werden, weil, jetzt kommen wir dazu, für mich persönlich, weil viele sagen, die sind sehr, sehr, sehr nah. Wenn man einen hat, braucht man den hier nicht. So, da kommen wir wieder dazu, dass es Leute gibt, die einfach das gern schreiben. Vielleicht, weil sie nicht wollen, dass andere diesen Duft haben. Als Beispiel. Also es gibt ja wirklich so eine, sag ich mal, gehässigen Menschen, die das wirklich machen. Die meinen, nee, den braucht ihr nicht, ihr habt ja den schon, ne, aber ich finde ihn geil, ich behalte, das riecht schon noch anders und dann haben die anderen nicht so viel den da, so nach dem Motto. Weil, ganz ehrlich, guck mal, in der Kopfnote ist hier Bergamotte, Lavendel drin. In Initio hier Lavendel, Safran, Muskat. Dann
Salbei, Safran, Praline, hier ist eine Oud drin. Dann Zedernholz, Oud, Holunderholz. Hier Patchouli, Moschus. Das ist schon ein bisschen anders. Wenn ihr dran riecht, habt ihr ja tatsächlich sehr, das Ding hier immer, sehr viel Ähnlichkeit. Ja. Für mich war es das aber dann auch fast. Auf der Haut ist das höchstens beim Aufsprühen. Habt ihr das 5 Minuten, 4 Minuten, wenn überhaupt. Ich fand ihn erstmal schon mal frischer und tragbarer. Du kannst den Oud for Greatness nicht immer tragen, vor allen Dingen grundsätzlich fast auch nur im Winter. Das geht hier anders. Den kannst du auch im Frühling, vielleicht sogar mit 1 Sprüher, 2 Sprüher im Sommer, vielleicht nicht bei 30 Grad, ne? Man hat ja in Deutschland nicht so, es ist jetzt sehr warm, heute haben wir das, über 30 Grad in Hamburg, aber da kannte man den ab 25, bei 25 Grad immer noch tragen. Das ist bei Oud for Greatness schwierig. Und man könnte ihn, weil wenn man zur Arbeit fährt, entfaltet der sich ja schon mal. Und er ist einfach durch die Bergamotte, das hat er ja hier gar nicht, hat er die Frische. Er hat einfach die Frische. So. Und ja, das ist, was soll ich sagen? Also ich finde, die ganze Zeit, wenn man da, ich habe die ganze Zeit, ne, gerochen, getestet und so weiter. Und ich muss sagen, nee, sie haben dann irgendwann nicht mehr große Ähnlichkeiten. Ihr werdet mir das, wer die beiden kennt. Also ganz ehrlich, Leute, unterschreibt mir das. Schreibt hier runter, was sagt ihr dazu. Ich finde sie nicht dann ähnlich. Der Oud for Greatness ist einfach für weniger Anlässe. Man kann ihn nicht immer tragen. Das ist ein geiler Duft. Keine Frage, ne? Es ist ein geiler Duft. Aber ihn finde ich persönlich besser, weil er ist für mehr Tage geeignet, für mehr Situationen. Einfach weil die Frische und auch die ganze Zeit am Ende und auf der Haut merkt ihr und riecht ihr die Frische. Und hier ist das eben nicht der Fall. So, um Oud for Greatness geht es hier ja jetzt nicht. Also ihr könnt mit diesem Duft, ich sage ja immer so schön, nichts falsch machen, schon, doch könnt ihr, wenn ihr wie gesagt Lavendel, Oud und Safran und Praline und all du was nicht mögt, das holzig, würzige, dann habt ihr, das ist ja nicht so schön. Aber er ist ein sehr, sehr feiner Duft, der wie gesagt holzig, würzig ist. Das Oud im Hintergrund hat auch. Lavendel spielt eine große Rolle. Wie gesagt, Safran und dann aber diese Bergamotte, die dann schon die ganze Zeit sich darüber legt. Und dann ist dieses, oder der Haltane, auf jeden Fall sehr nice. Also mir gefällt er. Er reiht sich wieder in diese ganze Parfüms de Marly Düfte. Ich weiß nicht. Ich habe ja mal gesagt, was ja auch stimmt. Man kann mal von Parfüms de Marly eine ganze Zeit was so über haben, wo man sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Dann kommen viele auf die Idee, die zu verkaufen. Und ja, das ist ein Fehler. Man kommt immer wieder, oh, ich habe Bock jetzt auf Parfüms de Marly. Und das machen sie richtig. Und das ist das, was irgendwie nice ist. Und sie schaffen es immer wieder. Ich habe ja nun fast nicht alle, aber ja, fast alle. Und es ist schon nice. Ich kann nur sagen, nice. Testet den auch, wenn ihr Oud for Greatness habt. Testet den neuen Duft unbedingt. Ich denke, schreibt mir oder wer beide kennt. Und sagt mir jetzt nicht, um mit irgendwelchen zu sagen, ja, die sind genau gleich oder den braucht man. Also ich bin der Meinung, es sind beides teure Düfte, so. Das muss man, ob man das möchte, dann, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber so, wenn ihr mich fragt, braucht man beide in dieser Sammlung, in seiner Sammlung, die sind ja ähnlich. Ja, braucht man, weil wie gesagt, der Parfüms de Marly ist für mehr Anlässe und einfach frischer. So, was der Oud for Greatness nicht ist, aber trotzdem ist der Oud for Greatness natürlich sehr, sehr genial. So, Leute. Wie gesagt, schreibt unten rein und nochmal abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. So Leute, dann reinhauen. Ich werde mich weiter ausruhen und schonen und dann bis zum nächsten Mal.